Genießt die friedliche Zeit in Deltarune Kapitel 5 so gut ihr könnt, denn Toby Fox hat insgeheim bestätigt, Kapitel 6 wird absolut verstörend. Das war kein Zufall, sondern wurde im Spiel schon lange vorbereitet. Gerson deutete bereits an, dass die Geschichte den Autor selbst verschlang, während Flowey von einer Dunkelheit jenseits unserer Vorstellungskraft sprach. Und Irem weiß genau, was Chris im Dunkeln verbirgt. Das hier ist der Beweis. Uns steht das düsterste Semifinale der Spielgeschichte bevor. Aber wie genau fügen sich die ganzen Puzzleteile zusammen? Übertragen wir das Ganze Stück für Stück auf Kapitel 6. Eine Welt, die ich nach all diesen Hinweisen nur so nennen kann. The Inky Wasteland. Die Tinteneinöde. Und damit kommen wir zum ersten Akt. Die Einweihung und das Rathaus. Wir teilen diese düstere Geschichte in 3 entscheidende Abschnitte. Und Akt 1 beginnt genau da, wo Kapitel 5 uns zurücklässt, nämlich in der Lightworld. Susie zieht Noel heimlich zum Wandschrank der Schule. Es ist ein hochemotionaler Moment, in dem Noel begreift, Magie ist wirklich real. Und das verändert alles in ihr. Getrieben von dem brennenden Wunsch, das Rätsel um ihre verschwundene Schwester Des zu lösen, bricht die Gruppe nachts ins Rathaus ein. Sie wollen an den PC von Bürgermeisterin Carol Holiday. Dort hoffen sie, Hinweise über das Verschwinden von Des, die seltsamen Sheltercodes und die Geheimnisse rund um Asgore und Undyne zu finden. Noel glaubt fest daran, ihre Antworten hier zu bekommen. Was sie nicht ahnt, Chris weiß längst mehr, schweigt aber beharrlich. Doch das Rathaus bei Nacht ist wirklich unheimlich. Und die Teenager fliegen auf. Carol stellt sie. In diesem Moment sehen wir zum ersten Mal die frostige, zerrüttete Dynamik der Holiday-Familie. Carol liebt die totale Kontrolle, symbolisiert durch ihre allgegenwärtigen Herzen. Doch genau in dem Moment, als die Situation zu eskalieren droht, schlägt der Ritter zu. Ein unnatürliches Erdbeben erschüttert Hometown. Der Mond verliert seinen Glanz, eine unkontrollierbare Fontäne bzw. ein riesiger Geysir bricht direkt im Büro aus. Carol verliert nicht nur die Kontrolle über die Stadt, sondern im selben Moment auch ihren Verstand. Und ehe wir begreifen, was geschieht, stürzen wir ab. Und damit gehen wir zum nächsten Akt über. Der Sturz in die Leere und das Interface-Chaos. Als die Gruppe die Augen öffnet, gibt es kein pompöses Introlied. Sie stürzen in ein monochromes, zähflüssiges Ödland aus reiner schwarzer Tinte. Die Welten kollabieren ineinander, ein Haus aus Hometown verschmilzt mit einem gigantischen Datenkabel aus der Cyberworld. Rylza erscheint und erklärt panisch, was hier gerade passiert. Das große Brüllen ist im Gange. Aber warum ausgerechnet Tinte? Nun ja, das soll zunächst einmal ein Platzhalter bzw. ein Symbol dafür sein, was bereits prophezeit wurde. Erinnert ihr euch an Gersons Worte gegenüber Susie? Fräulein, halte unbedingt an diesem Gedanken fest, denn die Gezeiten des Schicksals rücken näher und bald wird ein Ozean aus Tinte über die Seiten schwappen. Das ist kein Zufall. Und wenn wir uns die klassische Traumdeutung von Tinte ansehen, wird es schon fast unheimlich. Tinte symbolisiert unter anderem die folgenden Dinge. Geheimnisse und versteckte Wahrheiten. Perfekt für Susie und Noel, die verzweifelt versuchen, das Dunkle zu durchleuchten. Schlechte Nachrichten und Intrigen, was exakt auf Chris und Carol zutrifft. Die Dinge verschleiern und den anderen verheimlichen, wer sie wirklich sind. Und spirituelle Verunreinigung, das Ausbleiben einer Reinigung. Wenn das Roaring einsetzt, ist es für jede Rettung zu spät. Oder wie Rylza es sinngemäß zusammenfasste, wenn zu viel Dunkelheit freigesetzt wird, werden Titanen aus der Quelle emporschweifen und alles zerstören. Alle Darkner werden zu Statuen erstarren und alle Lichtner werden im ewigen Chaos verloren sein. Das ist natürlich meine persönliche Theorie zu Kapitel 6, aber wenn euch diese Parallelen genauso eine Gänsehaut verpassen wie mir, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine Deltarune-Lore mehr zu verpassen. Denn dieses Tintenchaos hat brutale Folgen auf das Gameplay. Das Interface glitscht, Speicherpunkte versagen, deformierte glitscht Amalgams brechen die Regeln des Kampfbildschirms. Sie spucken Tinte auf deine HP-Anzeige und stehlen dir den Fliehen-Button. Das Spiel simuliert eine absolute Fehlfunktion der Engine, um uns psychologisch zu brechen. Und mittendrin der absolute Horror.
Chris weiß, dass dieser Pfad direkt zum Bunker führt. Chris will Noel beschützen und wehrt sich physisch gegen unsere Befehle. Wenn wir den Analogstick oder das D-Pad nach vorne drücken, zittert Chris' ganzer Körper, läuft ungesund grün-grau an und bewegt sich nur unter Qualen. Wir foltern unsere eigene Spielfigur, um in der Story weiterzukommen. Doch der wahre emotionale Ruin trifft uns bei unserem treuesten Begleiter, Ralsei, der Hüter der Prophezeiung. Er leidet das Schicksal, das Gerson einst prophezeite. Er wird vom Skript verschlungen. Vor unseren Augen verliert Ralsei seine Farben, flackert wie ein sterbendes Hologramm und löst sich schließlich in einer lautlosen Pfütze aus schwarzer Tinte auf. Zurück bleibt nur sein Hut. Ralsei hat es kommen sehen. Er wusste, dass Dagna nur eine vorübergehende Präsenz haben. Die Prophezeiung erfüllt sich. Der Autor wurde von seiner eigenen Geschichte verschlungen. Und an dieser Stelle kann man selbstverständlich darüber streiten, ob Ralsei der eigentliche Autor der Geschichte ist. Aber sagen wir es mal so, er repräsentiert das Skript. Er ist das lebendige Skript. Vielleicht nicht direkt der Autor. Ich meine, welcher Autor soll ja bitte schön verschlungen werden? Für mich kann deswegen in diesem Zusammenhang nur Ralsei in Frage kommen, zumal ja auch darüber spekuliert worden ist, dass einer der drei, entweder Chris, Susie oder Ralsei, sterben würden. Und in dem Fall würde es ohnehin Ralsei treffen. Er hat ja quasi so indirekt auch seinen eigenen Untergang vorausgesagt, weil er eben meinte, dass Dagna eben nur vorübergehend existieren würden. Und das Ganze führt dann letztendlich zu einem kleinen, was heißt kleinen, aber schon einen sehr, sehr wichtigen Zwischenakt. Der Rebellion der Charaktere. In dieser absoluten Isolation wächst Susie über sich hinaus. Sie bricht das Gesetz, dass deine Entscheidungen keine Rolle spielen. Mit der Prophezeiung von Gerson im Rücken bekommt sie eine völlig neue Fähigkeit. Das sogenannte Whiteout. Wenn das Spiel uns mit unfairen Angriffen vernichten will, greift Susie zum Pinsel in Anführungszeichen und radiert die Angriffe einfach vom Bildschirm. Sie rebelliert direkt gegen die Programmierung. Genau wie Gerson es andeutete. Es gibt eine Sache, welche die Dunkelheit überschreiten kann. Ein weißer Stift, bekannt als die Hoffnung, Fräulein. Ich glaube, das ist es, was du in den Händen hältst. Auch wenn das im fertigen Kapitel eher vielleicht anders gelöst wird. Susie wird auf jeden Fall das Blatt wenden. Und auch Noel ist keine passive Heilerin mehr. Getrieben von Wut und den Echos ihrer Schwester Des, friert ihre Eismagie die zähe Tinte ein, um Plattformen zu erschaffen und die Gruppe voranzutreiben. Selbst als Chris unter Qualen zusammenbricht. Und damit gehen wir zum großen Finale über. Den beiden Bossen, die Verzweiflung und der Metakampf. Dieses Finale gipfelt in 2 Bosskämpfen. Der reguläre Kapitelboss ist The Roaring Amalgam, das personifizierte psychologische Wrack von Bürgermeisterin Carol, verschmolzen mit den Trümmern ihres Rathauses. Ein reiner Überlebenskampf, während das Kampffeld jede Runde weiter wegbricht und Noel verzweifelt versucht, emotional zu ihrer Mutter durchzudringen. Und an dieser Stelle wird es schon extrem spekulativ. Und auch wenn dieses Szenario theoretisch erst in Kapitel 7 stattfinden könnte, bin ich überzeugt, dass uns dieser Kampf schon jetzt erwartet. Der Secret Boss Irem in seiner True Nightmare Form. Wer den sadistischen Schwertpfad aus Kapitel 3 gemeistert hat, steht hier vor der ultimativen Blockade. Irem blockiert den Bunkereingang und nutzt sein absolutes Metawissen über uns. Die Seele. Er beschwört Wellen von hypnotisierenden Friend-Katzen, senkt unsere TP auf 0 und zwingt Chris' Körper dazu, sich genau entgegengesetzt zu unserer Seele zu bewegen. Er zwingt uns dazu, Chris absichtlich zu verletzen, um überhaupt eine Chance zu haben. Und damit erreichen wir den letzten Akt und den Cliffhanger. Das Chaos erreicht seinen Höhepunkt. Kapitel 6 endet in einem spielbaren Cinematic, das uns das Blut in den Adern gefrieren lässt. Die Dunkelheit bricht ungebremst in die Lightworld durch.
Hometown ist evakuiert, während die verbliebene Gruppe im strömenden Regen um ihr nacktes Leben rennt. Ihr einziges Ziel, der mysteriöse Bunker im Süden. Untermalt von einem Soundtrack, der keine Melodie mehr kennt. Nur das verzerrte Echo von Gasters Präsenz dröhnt wie ein böses Omen in unseren Ohren. Am Bunker angekommen, bricht Chris endgültig zusammen. Auf den Knien, weinend, schlägt Chris auf den schlammigen Boden, um Noelle verzweifelt davon abzuhalten, den Bunker zu öffnen. Chris will sie beschützen. Doch Noelle, geleitet von den Echos ihrer verschwundenen Schwester Des, tippt die Sequenz ein. Mit einem ohrenbetäubenden metallischen Dröhnen öffnen sich die schweren Stahltüren. Dieses Kapitel endet nicht mit einem fröhlichen Siegbildschirm oder den Credits. Es endet mit dem dumpfen, endgültigen Zuschlagen der Bunkertür. Und wir bleiben in der Dunkelheit zurück. Damit endet das 6. Kapitel und lässt uns mit brennenden Fragen zurück. Wer ist der Roaring Knight? Was ist mit den restlichen Einwohnern der Lightworld passiert? Und können wir Des am Ende wirklich retten? Diese Antworten gibt es wohl erst in Kapitel 7. Wenn die Bunkertür zufällt, was glaubt ihr? Wartet in der Tiefe auf uns. Schreibt mir eure Theorien in die Kommentare und wenn ihr das Finale nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns in der Dunkelheit. Ciao, ciao.